Hallo liebe Zuschauer, wir haben heute den 28. Seid nicht traurig, dass Montag ist. Ihr könnt jetzt diese Woche wieder nutzen, um eure Rente aufzubessern, wenn der mal in den Genuss davon kommt. Ja, uns geht es hier auf Koh Samui ganz gut, Wienand und ich. Wir waren gestern mit unserer Nachbarin hier, haben wir ja in der Nähe den Anton Marine Nationalpark. Da haben wir eine Tagestour unternommen. Das war also fantastisch. Die Wienand, die kannte das nicht und die Wipperath auch nicht. Ich war mal vor 5 Jahren da gewesen. Die haben einiges verbessert, muss ich sagen, wo die Touristen sich aufhalten können. Es war also sehr schön, muss ich sagen. Was wir vermisst haben im Endeffekt war also mit dem Schnorcheln, ja, der Fischreichtum, der wahrscheinlich da ist, aber man darf ja nur im abgesperrten Bereich dort schnorcheln und da war nichts. Aber ansonsten von der Natur her muss ich sagen, Kajaktour, die zwei, die waren auch oben auf dem Berg gewesen, ich glaube 350 Meter war der hoch. Wir haben viele Fotos gemacht und Videos, und da wird also auch in den nächsten Tagen ein Video zu kommen. Die letzte Woche hat es hier oben bei uns im Norden, man muss da immer aufpassen, wir haben ja hier so eine Wetterscheide, dieses hohe Gebirge, sage ich mal, mit fast 600 Meter Höhe. Da kann es also auf der einen Seite regnen und hier haben wir schönsten Sonnenschein. Wir hatten hier oben in Menam nichts, war trocken gewesen, wunderbar. Vielleicht können wir das auch sehen. Heute haben wir auch wieder super blaues Meer. Und dann schauen wir uns zuerst mal den Wetterbericht an. Ich habe viele interessante Berichte auch für euch, was auf Samui bzw. in Thailand passiert ist und kommen wird. Und am Ende werde ich dann nochmal die einzelnen Filmbeiträge nachgehen von der letzten Woche. Dann starten wir mal das Wetter für die nächsten Tage. Wie immer, man kann jetzt also sehr gut sehen, dass an der Westküste, also Richtung Indischem Ozean, die Wolken da stauen bei Koh Samui und ziehen dann über die Berge hinweg, verlieren dabei den Regen, das Wasser und dann kommt eigentlich Samui ganz gut weg bei der Sache und bleibt überwiegend trocken. Aber Mitte nächster Woche wird es wahrscheinlich hier auch regnen. Da sieht es nämlich laut Wetterkarte ziemlich schlimm aus bis zum Wochenende, dass es also hier mal kräftig regnet, was gar nicht so verkehrt ist. Der Rasen, die Wiese braucht Wasser. Aber ansonsten, wie schon immer gesagt, ist es sehr wechselhaft. Das heißt also, wir haben so schönes Wetter wie jetzt, dass einem die Sonne ins Gesicht scheint. Und man kann seinen Urlaub hier verbringen. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund die Wienand flitzen seht, die hat also heute, montags hat die immer ihren großen Hausputz, wenn ich meine Nachrichten mache. Den will sie montags immer machen und nachmittags, also heute Nachmittag um 1 Uhr sind wir ja wieder weg nach Oma. Da sehen wir mal ganz Thailand. Hier unten im Süden, da ist Koh Samui. Für diejenigen, die nie wissen, und Koh Chang habe ich hier als Orientierung mal angegeben. Und man sieht, vom Indischen Ozean kommt eine ganze Menge an Regen, was denn auch wieder am Küstenbereich Myanmar abregnet und dann aber teilweise dann trotzdem noch in die Mitte von Thailand rüber geht, in die San. Und man sieht dann schon Mitte der Woche da auch, dass es da ganz kräftig regnet. Das Ganze wird angezogen von Vietnam. Da ist ja wohl ein Wirbelsturm und der zieht dann die ganzen Luftmassen rüber. Man sieht auch im thailändischen Meer, Golf von Thailand, Anstauungen von Regen über Samui hinweg. Also das schwappt so praktisch über Samui hinweg und dann bilden sich wieder die Regenwolken. Also hier ist einiges los. In manchen Bereichen haben wir ja auch schon Regensaison. In Bangkok haben sie auch schon Warnungen ausgegeben.
Ja, das ist also das Wetter. Und das waren hier letztes Mal keine Mücken, das sind so kleine Fliegen. Die hatte ich also das letzte Mal kennengelernt im Isan. Die sind mir ganz schön auf den Keks gegangen, wurde mir auch bestätigt von anderen. Und die versuchen überall, wo Flüssigkeit ist, also in den Augen, in die Nasen, im Mund, wenn man den schnell den zumacht, reinzukommen. Und das ist dann natürlich sehr ärgerlich. So, meine Zuschauer, die regelmäßig meine Filme sich ansehen, die können sich vielleicht noch an den Film erinnern, wo ich bei Oma gewesen bin, wo die Affen die Kokosnüsse runtergeholt haben. Daraufhin habe ich ja einiges an Kommentar bekommen. Und da wurde ich auch darauf hingewiesen, dass die also nicht artgerecht gehalten werden, die Affen, und Tierquälerei und hier und da. Ja, das habe ich mitbekommen. Da hat jetzt auch der thailändische Staat darauf reagiert, weil die mitbekommen haben, dass einige Länder die Kokosnussproduktion oder Produkte boykottieren, die aus Thailand kommen. Aber das kann man nicht verallgemeinern. Ich habe schon mal gesagt, hier bei mir hier, wo der Eigentümer haufenweise, also der hat also wirklich Dutzende von Kokospalmen hier stehen, der hat hier noch nie einen Affen gehabt, um die zu ernten. Das wird mit Bambusstammen alles runtergeholt. Und wenn die zu hoch sind, habe ich auch schon gesagt, hatte letztes Jahr 26 Stück abschneiden lassen. Und jetzt wachsen da wieder neue. Es dauert natürlich was. Und man kann das also nicht verallgemeinern, wenn man Kokosnussprodukte von Thailand kauft, dass die jetzt also von nicht artgerecht gehaltenen Affen gehalten werden. Also wenn ich die sehe, die Affen, die sind ja, die turnen ja immer auf den Fahrzeugen rum, die sieht man da, die werden gehalten, ja, genauso wie Hunde, sage ich mal, an der Leine. Aber ich habe noch nie gesehen, dass einer geschlagen worden ist. Natürlich, die müssen arbeiten. Da sagte ja der Mann, so um die 400 Kokosnüsse muss der einen Tag runterholen. Ja, die müssen ja immer schön hochklettern. Und dann hängt es davon ab, wie viele reife Kokosnüsse da oben sind. Die werden eben halt zur Hilfe hier benötigt. Und so wird das auch mit den Elefanten damals gewesen sein. Das muss man also ein bisschen schon differenzieren. Die Eigentümer haben natürlich ein Interesse, dass es den Tieren gut geht. Die sind ja nicht billig nach der Ausbildung, aber die machen hier einen Job. Zwar wie Sklaven, ja, aber ja, jedenfalls der Staat hat jetzt ein Logo rausgebracht für Produkte, wo nachweislich dargestellt wird, dass da also keine Affen benötigt werden, um die Kokosnüsse runterzuholen. Also da tut sich was. Da schauen wir mal zum Regierungssitz nach Bangkok, was da los ist. Da will man forciert die Australier ranlocken, wieder nach Thailand zu kommen. Da hat also die Tourismusbehörde einiges an Werbung auch gemacht, um die Zahl der Australier zu erhöhen. Ja, jetzt gehen wir mal auf Pattaya ein, da würde ich also nur das ganz kurz ansprechen. Da ist einiges los am Strand wohl. Da haben sich am Samstag zwei Speedboot-Firmen, sage ich mal, die haben mit den Fäusten sich bekämpft, weil da der eine dem anderen die Touristen abgeworben hat. Da ist es also ganz bös zugegangen. Dann haben wir auch Pattaya Schlägereien am Strand zwischen rivalisierenden Teenagergruppen von Pattaya. Da muss man also aufpassen. Und da habe ich ja letzte Woche auch schon mal darauf angesprochen, in Pattaya, da sind ja solche Gruppen von Kuwaits, die abends Krawall machen und Rollerrennen veranstalten, wo ja letztes Mal schon einer tot geblieben ist. Also alles unschöne Dinge, die man also als Tourist gar nicht erleben möchte. Ja, die Damenwelt in Pattaya ist ja auch bekannt, auch für ihren Erfindungsgeist. Die haben also potenzielle Kunden angesprochen, indem sie Pfadfinderuniformen angezogen haben.
Aber da haben sie wohl nicht mit der Reaktion der Polizei gerechnet, nämlich das ist verboten in Thailand. Und die sind also auch zu 100 Baht, ist erstmal nicht viel, da sind ja 2,70 € Strafe verurteilt worden. Also das geht nicht, dass die Prostituierten, das sind sie ja meistens, was ja auch verboten ist hier, Schuluniformen anziehen bzw. Pfadfinderuniformen. Das geht also gar nicht. Ja, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, mit den Frauen, da ist jetzt in Pattaya ein Liebesmuseum eröffnet worden. Da würde ich auch mal gerne hingehen, um mal zu sehen, was kann man denn da über die Liebe ausstellen. Das war ja schon vor der Pandemie im Gespräch, das zu eröffnen. Und in der Pandemiezeit, da waren ja keine Touristen da und da hat man das erst gar nicht eröffnet. Und jetzt am Freitagabend, am 18. ist es eröffnet worden. Nach den Bildern, das sieht ganz schön aus. Sollte man mal besucht haben, wenn man da gewesen ist, wenn der Strand zu unsicher geworden ist. Jetzt kommen wir nach Hua Hin. Da ist für den einen oder anderen was Erfreuliches. Da hat man jetzt eine neue Busverbindung eröffnet, die direkt zum internationalen Flughafen nach Bangkok geht. Das geht da um 6, 8, 10, um 11 Uhr, also fast im Stundentakt geht es da los zum Flughafen. Nähere Details, da kann ich jetzt natürlich nicht drauf eingehen. Die könnt ihr aber im Farang nachlesen. Für diejenigen, die also dieses gerne in Anspruch nehmen wollen. Dann kommen wir zu etwas Erfreulichem nach Hua Hin. Da hat man also jetzt festgestellt, dass das Royal Beach auch wirklich so ist, dass es da ruhig ist, dass die Touristen glücklich sind, die da wohnen und auch die da hinkommen. Da gibt es nicht wie in Pattaya leider Schlägereien am Strand oder so. Nein, da hat man also jetzt durch eine Studie festgestellt, dass Hua Hin diesbezüglich schon ein Aushängeschild ist hier in Thailand. Jetzt kommen wir nach Phuket. Da habe ich nur einen Punkt, den ich da rausgenommen habe. Da hat man also 13 Cannabis-Shops hochgehen lassen. Diejenigen, die ja hier mal in Thailand jetzt gewesen sind, nach der Freigabe von Cannabis, haben ja festgestellt, alle 500 Meter ist ein Cannabis-Shop. Da hat man also 13 geschlossen, die illegal das verkauft haben. Man muss also bestimmte Auflagen erfüllen, dass man das verkaufen kann, dass man auch das nötige Wissen hat darüber. Ansonsten ist das Ganze illegal und da greift dann die Polizei auch durch, ist ja auch richtig. Die Konsumenten, die müssen ja vernünftig informiert werden. Da gibt es ja einiges, wo man drauf achten muss. Das zu Phuket. Jetzt kommen wir zu meiner Insel hier, wo ich wohne, auf Koh Samui. Da ist nur ein Kurzbericht rausgekommen, dass der Touristenstrom jetzt wieder gleich ist wie vor der Pandemie. Man merkt das also auch, man sieht also sehr viele Touristen jetzt hier auf der Insel und es ist lebhaft, muss man sagen. Ansonsten kann ich also wirklich nur Koh Samui empfehlen, hier unten im Süden. Das Klima ist relativ stabil. Am Anfang habe ich ja mit dem Wetterbericht das berichtet, wie es hier ist. Ich verschwinde aber immer so im Dezember, Januar, wo also hier die Regenzeit ist. Da bin ich in anderen Teilen von Thailand unterwegs, um euch da Filmbeiträge zu bieten. Ansonsten kann man sagen, ist über das ganze Jahr relativ gutes Wetter. Nun kommt Chiang Mai an die Reihe. Da hat man am Donnerstag, den 24. August, also die Fliegen, die gehen mir wirklich auf den Geist, den Startschuss gegeben, den Airport zu vergrößern. Man will also da auch mehr Tourismus ranlocken und ihn auch dementsprechend besser abzufertigen, damit das alles ganz viel schneller geht. Also an allen Ecken wird praktisch hier gearbeitet, für den Tourismus auch, ja, weil Thailand da einen großen Markt auch hat und auch für die Zukunft sieht. Wir sind wieder auf Rekordhöhen vom Tourismus her gesehen und da sind die Chinesen noch gar nicht da. Obwohl gestern haben wir ein Pärchen gesehen aus China, ich glaube aus China waren die.
Aber hier auf Koh Samui muss man jetzt nicht denken, dass da jetzt eine chinesische Welle drüber kommt. Ist also noch gar nicht. Aber ich glaube, das wird für die Zukunft wohl angesagt sein. Lassen wir uns diesbezüglich mal überraschen. So, dann gehe ich mal auf meine Filmbeiträge von letzter Woche ein, was ich da auch von euch gelernt habe. Ich sehe mit meinem Ford Everest, dass ich da gesagt habe, dass ich da eine Motorwäsche machen ließ. Das ist nicht jede Woche oder so. Da lasse ich also so eine richtige Motorwäsche, fachlich, die lasse ich vielleicht einmal im Jahr lasse ich die machen. Natürlich weiß ich, dass die Elektronikbauteile das gar nicht gerne haben, wenn da irgendwie Feuchtigkeit reinkommt. Gehe aber davon aus, dass die Jungs in der Werkstatt, wo ich da gewesen bin, sich da auskennen. Was ich natürlich gerne habe, und das mache ich dann auch schon mal selber, dass ich den Motorbereich, wenn man die Motorhaube öffnet, dass das da alles sauber ist. Ich mag also gar nicht, wenn der dreckig ist, draußen sauber und innen dann dreckig, außen hui, innen pfui. Das kennt man ja noch als Sprichwort in Deutschland. Nee, so die Plastikteile und das sollte man auch immer gut behandeln. Das mache ich auch bei meinen Rollern, die ich jetzt hier stehen habe. Kunststoffteile müssen hier in den Tropen wirklich gut gepflegt werden, ansonsten werden sie brüchig und milchig wird das denn, so weißlich. Auch Dankeschön für den Hinweis, dass ich Zusätze in meinem Diesel mal nehmen sollte, um die Einspritzdüse mal ja, durchzubrennen, dass die also sauber sind. Da habe ich mit einem Kontakt auch aufgenommen, der hat mir auch ein Präparat von Molikote empfohlen, das macht er auch. Das werde ich also in Zukunft dann auch verwenden. Da ist ja jetzt der erste Film gekommen mit Wienert und dem Kochstudio. Das ist also ganz gut angekommen. Wie vielleicht der eine oder andere auf dem Großbildschirm gesehen hat, war das Ganze ein bisschen unscharf. Das war eine Falscheinstellung von meiner Seite her, von der Kamera. Und das hing nicht mit eurem Fernseher zusammen. Wir haben jetzt noch einen neuen Film abgedreht und da sieht das schon viel besser aus. Wir haben jetzt zuletzt auch mit 3 Kameras gearbeitet und dann ist das Schnittbild auch wesentlich schöner und informativer. Dann zu meinem Film vom letzten Samstag Auswanderung. Da habe ich einen Fehler begangen, und zwar hatte ich da die Reihenfolge, die ich da aufgeführt habe, habe ich Visum beantragen und dann zuletzt kam den Pass überprüfen lassen. Natürlich lässt man zuerst den Pass überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Nicht, dass man in einem alten Pass das Visum bekommt und beantragt dann einen neuen Pass und dann muss man das Ganze nochmal machen. Also nein, das Erste ist, also wenn man wirklich mit dem Gedanken spielt, auszuwandern, egal wohin, dass man erstmal guckt, dass die eigenen Papiere, sprich der Reisepass, in Ordnung ist, dass er 10 Jahre gültig ist. Glaubt mal, die 10 Jahre waren jetzt bei mir letztes Jahr auch ruckzuck vorbei. Und dann lässt man in dem neuen Pass diese Siegel da reinbringen, was man von der Botschaft bekommt. Ja, weiter habe ich nichts. Ihr habt ja schon festgestellt, dass wir hier und da mal eine Lücke in der Woche haben, wo wir nichts machen, beziehungsweise keine Filmbeiträge. Nämlich, wenn man jeden Tag einen Filmbeitrag bringt, die Qualität leidet dadurch von den Themen her, und daher habe ich zu Wienert gesagt, wir bringen nur die Filme eben halt rein, wenn wir meinen, also die Themen sind interessant für euch. Ja, und dann seht ihr es, was eben halt ist, montags werden immer die News sein, da ist immer was Neues. Mittwoch möchte die Wienert kochen. Demnächst wird wohl, wie ich mitbekommen habe, mit der Wipperath nebenan zusammen gekocht. Samstag hatte ich das ja mit den Auswanderern gebracht. Das wird jetzt am Samstag der letzte Film sein. Und dann mal sehen, was da ist. Wir sind jetzt zuletzt auch ein paar Mal so wieder zu Stränden gefahren. Wir haben nämlich jetzt gesagt, wir werden mal meine alten Filme, ich kann da mal verlinken, von 2019 bin ich ja komplett um die Insel rumgeflogen. Da würde ich mal, ich weiß ja so, wo Strände sind, wo man eigentlich nicht so hingeht, weil man sie nicht kennt. Die werde ich besuchen für euch.
Und die werden wir dann auch mal filmen. Da sind auch ein paar, die sind sehr gut. Und wir hatten jetzt zuletzt auch einen Strand gesehen, der war nicht so gut, muss ich sagen. Aber es soll ein bisschen Verschiedenes kommen in der nächsten Zeit. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und vor allen Dingen bis zuletzt. Wir sehen uns nächste Woche Montag mit den News wieder. Tschüss!